Möchtest du auch so einen bequemen, fließenden Rock mit einem stylischen Schlitz nähen? Das geht ganz einfach. Ich zeige dir, wie du das Schnittmuster selber auf deine Maße zeichnest und wie du ihn danach auch nähst. Wenn du dir auch das passende Top dazu nachnähen möchtest, das du auf 4 verschiedene Arten tragen und auf noch mehr Arten binden kannst, abonniere meinen Kanal und drück die Glocke, um das Tutorial nicht zu verpassen. Los geht's! Du benötigst einen viskose Jersey-Stoff mit etwas Elastananteil. Wichtig ist, der Stoff muss dehnbar sein. Außerdem benötigst du ein 5 cm breites Gummiband. Bestimme als erstes die Länge deines Gummibandes. Halte es dazu um deine Taille und ziehe es so fest an, wie es für dich bequem ist. Markiere die Länge des Gummibandes ohne Zugaben und miss es. Miss deine Hüftweite. Diese befindet sich an der weitesten Stelle des Po's. Starten wir mit dem Vorderteil. Nimm Schnittmusterpapier und zeichne eine lange Gerade am Rand. Das ist die vordere Mitte. Setze ganz oben einen Startpunkt. Miss von dort aus die Länge deines Gummibandes durch 3,14 ab. Miss diese Strecke mehrere Male, um einen Kreisbogen zu zeichnen. Miss auf diesem Kreisbogen die folgende Länge ab. Dein Gummiband durch 4. Zieh 20 cm unterhalb einen zweiten Kreisbogen. Dieser Kreisbogen hat die Länge deiner Hüftweite durch 4. Verbinde diese 2 Punkte. Setze oben einen rechten Winkel, der in den Kreisbogen verläuft. Bestimme nun noch die Länge deines Rockes. Halte dazu ein Maßband an deinen Körper und schau im Spiegel, wie lang du möchtest, dass der Rock ist. Miss das Maß deiner Rocklänge minus 5 cm an mehreren Punkten ab. Die Linie startet in der vorderen Mitte und an der Seitennaht in einem rechten Winkel. Verbinde die restlichen Punkte in einer schönen Kurve. Schneide das Schnittmuster aus. Wende das Schnittmuster und kopiere es auf Schnittmusterpapier ab. Schneide es ebenfalls aus. Klebe die beiden Schnittteile in der vorderen Mitte zusammen. Der Schlitz befindet sich bei 2/5 der oberen Strecke, von der vorderen Mitte aus gemessen, und bei 1/3 der unteren Strecke, von der vorderen Mitte aus gemessen. Verbinde diese 2 Punkte. Setze eine Markierung für den Schlitzanfang. Dieser befindet sich 30 cm von oben gemessen. Ein Fadenlauf befindet sich in der vorderen Mitte und der andere parallel zum Schlitz. Schneid das Schnittmuster jetzt noch beim Schlitz durch. Kommen wir zum Rückenteil. Zeichne wiederum eine lange Gerade auf Schnittmusterpapier. Das ist deine Rückenmitte. Und setze ganz oben einen Startpunkt. Zieh einen Kreisbogen mit dem folgenden Maß. Dein Gummiband plus 10 cm durch 3,14. Der Kreisbogen hat folgende Länge. Die Länge deines Gummibandes durch 4 plus 5 cm. Zieh 20 cm unterhalb einen zweiten Kreisbogen. Dieser hat folgende Länge. Deine Hüftweite durch 4 plus 5 cm.
Verbinde die beiden Punkte und setze oben einen rechten Winkel. Misst die Länge deines Rockes -5 cm an mehreren Orten ab. Die Linie startet in einem rechten Winkel in der Rückenmitte und an der Seitennaht. Verbinde die restlichen Punkte in einer schönen Kurve. Schneid das Schnittteil aus. Zeichnen wir noch den Bund. Der vordere wie auch der rückwärtige Bund sind Rechtecke. Beide sind 11 cm breit. Der vordere ist so lange wie dein Gummiband durch 4 und der hintere ist so lang wie dein Gummiband durch 4 plus 5 cm. Schneid die Bundteile aus. Und das sind deine fertigen Schnittteile. Die beiden Bundteile schneidest du jeweils einmal im Bruch zu und ansonsten mit 1 cm Nahtzugabe rundherum. Die beiden vorderen Teile benötigst du je einmal aus Stoff mit den folgenden Nahtzugaben: 1 cm oben, 1 an der Seite, 2 cm am Saum und 1,5 beim Schlitz. Das rückwärtige Schnittteil schneidest du, wenn es von der Breite deines Stoffes her möglich ist, einmal mit der Rückenmitte im Bruch zu oder ansonsten mit einer Naht. Dann benötigst du 1 cm in der Rückenmitte, oben und an der Seite benötigst du ebenfalls 1 cm und am Saum 2 cm. Wenn du dein Rückenteil mit einer Naht zuschneiden musst, vergiss nicht, es beim zweiten Zuschnitt einmal zu drehen. Wenn du möchtest, kannst du auch deine Nahtzugaben direkt auf dem Papier einzeichnen. Schneide deine Schnittteile, wie eben erklärt, aus Stoff zu. Mach kleine Bezeichnungen in die Nahtzugaben. Diese sollten ca. 4 mm tief sein. Mach diese Bezeichnungen in der Rücken- wie auch der vorderen Mitte, des Rockes und des Bundes und beim Schlitzanfang. Versäubere als erstes die Schlitzkanten von oben bis zum Anfang des Schlitzes. Mach das mit einem 3-Faden-Overlock-Stich oder dem Zickzackstich auf deiner Nähmaschine. Falls du gerne mehr Infos hierzu hättest, schau doch in mein Video rein, das ich zu genau diesem Thema gemacht habe. Du siehst den Link gerade oben rechts eingeblendet oder du findest ihn auch unten in der Beschreibung drin. Leg diese Kanten mit den schönen Stoffseiten aufeinander und steck sie fest. Führ die Kanten entlang der 1,5 cm Markierung auf deiner Nähmaschine. Und nähe die Strecke von oben bis zum Anfang des Schlitzes zusammen. Sichere die Stiche dabei am Anfang und am Ende, indem du ein paar Stiche vorwärts, rückwärts und wieder vorwärts nähst. Schneid am Schluss die Fäden ab. Die Nahtzugaben bis unten zum Saum müssen zur Seite gebügelt werden. Als Hilfestellung kannst du dazu mit Stoffkreide eine Parallele mit 3 cm Abstand zur Stoffkante ziehen. Wenn du die Nahtzugaben nun auseinanderbügelst, kannst du die Schnittkante auf diese Markierung legen und hast genau einen 1,5 cm breiten Umbruch. Steck den Umbruch jetzt noch fest. Setze eine Zwillingsnadel in deiner Nähmaschine ein. Fädle einen zweiten Faden in der gleichen Farbe in deine Nähmaschine ein. Ein Faden führt durch das linke Nadelöhr, der zweite durch das rechte. Erhöhe etwas die Fadenspannung des Oberfadens. Wähle einen normalen Geradstich auf deiner Nähmaschine
und stell die Stichlänge auf 3. Nähe vom Anfang des Schlitzes in einer Geraden bis zum Saum nach unten. Wähle den Abstand so, dass du immer auf 2 Stofflagen nähst. Mach dasselbe mit der anderen Schlitzseite. Weil du mit einer Zwillingsnadel nicht rückwärts nähen darfst, musst du die Fäden von Hand vernähen, damit sie halten. Zieh dazu die Oberfäden auf die Rückseite. Verknote sie nun entweder oder fäde sie auf eine Nähnadel auf und mach 3 Rückstiche. Achte darauf, dass du mit der Nadel nie durch die äußerste Stoffschicht stichst. Ziemlicher Zungenbrecher. Achte darauf, dass du mit der Nadel nie durch die äußerste Stoffschicht stichst. Ersetze die Zwillingsnadel wieder mit einer normalen Jersey-Nadel. Und nähe oben beim Schlitz noch quer durch. Bügle den Stoff nochmals glatt und schneide, wenn nötig, überstehende Resten auf der Rückseite weg. Wenn du in der Rückenmitte eine Naht hast, dann nähe diese jetzt zusammen. Leg das Vorderteil mit der schönen Seite auf die schöne Seite des Rückenteils und steck die Seitennähte zusammen. Nähe die Nähte entweder mit einem 4-Faden-Overlockstich und schneid dabei 5 mm weg oder mit einem dehnbaren Stich auf deiner Nähmaschine und nähe dabei 1 cm tief. Wenn du mehr Infos dazu möchtest, findest du diese ebenfalls in dem Video, das unten in der Beschreibung drin ist. Kleiner Tipp: Wenn du nicht genügend Overlockfäden in der richtigen Farbe hast, dann fädle einfach bei der linken Nadel die richtige Farbe ein. Leg die Buntteile auch rechts auf rechts aufeinander und steck die Seitennähte fest. Nähe eine Seitennaht 1 cm tief mit einem Geradstich zusammen. Nähe die andere Seitennaht wie folgt. Starte oben und nähe bis zur pinken Nadel. Sichere die Stiche überall. Stell dort auf eine lange Stichlänge und nähe bis zur zweiten pinken Nadel. Stell wieder auf eine Stichlänge von 2,5, nähe 3 Stiche, 3 wieder rückwärts und nähe dann bis nach unten, wo du die Stiche nochmals sicherst. Bügle die Nahtzugaben ins Rückenteil. Öffne die äußersten großen Stiche und entferne die Fäden. Leg den Bund in die Hälfte. Steck den Bund auf die schöne Seite des Rockes. Die Seitennähte treffen aufeinander und die restlichen Strecken sollten gleich lang sein. Nähe den Bund mit einem Overlockstich oder einem dehnbaren Stich auf deiner Nähmaschine 1 cm tief fest. Wenn du mit der Overlockmaschine arbeitest, schneide 5 mm des Stoffes weg. Schneid dein Gummiband 3 cm länger als das gemessene Maß ab. Oh, ich habe noch einen Fehler gemacht.
Das Loch im Bund sollte eigentlich auf der Innenseite des Rockes liegen, nicht außen sichtbar. Naja, dumm gelaufen, aber du kannst es besser machen als ich. Zieh mit Hilfe einer großen Sicherheitsnadel das Gummiband durch den Bund. Steck das Gummiband mit 3 cm Überlappung fest. Nähe das Gummiband mit einem Zickzackstich zusammen. Verteile die Weite des Rockes so, dass der vordere Bund keine Falten hat und die ganze Überweite im Rückenteil ist. Schließe die Öffnung für das Gummiband mit einem Geradstich. Nähe das Gummiband auch bei der anderen Seitennaht mit einem Geradstich fest. Stell eine Stichlänge von 3,5 ein. Starte bei der linken Seitennaht. Nähe ein paar Stiche, dann wieder rückwärts und vorwärts. Zieh nun den Bund so weit auseinander, bis der Stoff keine Falten mehr bildet. Zieh dazu mit der rechten Hand vor der Nadel und der linken Hand hinter der Nadel den Stoff auseinander. Führ den Bund mit deinen Händen im Tempo der Nähmaschine. Nähe bis zur rechten Seitennaht und nähe dann gleich ein zweites Mal etwas weiter unten mit derselben Technik das Gummiband fest. Leg den Saum 2 cm nach oben zur Innenseite und stecke ihn von außen fest. Kontrolliere am Schluss, dass beide Seiten des Schlitzes gleich lang sind. Nähe den Saum mit der Zwillingsnadel oder einem Coverstich rundherum fest. Auch hier empfehle ich wieder, den Saum kurz mit etwas Dampf zu bügeln. Ich finde, der Saum wird dadurch einfach schöner, sogar auch nachdem er gewaschen wurde. Verknote oder vernähe nun noch von Hand die Fäden und schneide den überstehenden Stoff auf der Innenseite weg. Und dann bist du fertig! Herzlichen Glückwunsch! Ich wünsche dir viel Freude beim Tragen deines wunderschönen, fließenden Rockes. Teil gerne Fotos von deinem fertigen Rock mit mir auf Instagram. Ich freue mich riesig darauf, es zu sehen. Und denk daran, wenn du auch das passende Top dazu nachnähen möchtest, dass du auf 4 verschiedene Varianten anziehen und auf noch mehr Arten binden kannst, abonniere meinen Kanal und drück die Glocke, um es nicht zu verpassen. Oder, wenn du aus der Zukunft stammst, siehst du das Video jetzt eingeblendet.
Schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal.